Alright, Design und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Und wir haben es jetzt die Nacht zu Sonntag, weil ich tagsüber wahrscheinlich nicht aufnehmen kann. Der Elevator bahnt sich dem Ende. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, nutzt den Code Elevator-22 für 25 Keycards. Der geht natürlich nur einmal. Und wollen wir auf meinen Servern schauen, wie es denn aussieht im Elevator. Auf W54 können wir da mal als erstes reinschauen. Da ist Thunderstorm auf Rang 1, würde Rewards bekommen. 18.000 Metalle, 12.000 Kristalle, Profilbild, 122.000 Gold und einen legendären Stein. Beziehungsweise das Gold ist halt abhängig vom eigenen Level. Und an der Stelle sei natürlich gesagt, wie sieht es bei euch aus? Erzählt mal, wie sieht eure Gilde auf welchem Server aus, welcher Platz, wie viele Punkte auch? Aber wir haben jetzt hier auf W54 679.000, das ist natürlich nicht ganz so viel, weil das ja auch der neueste Server ist. Und da es ja auch ein bisschen levelabhängig ist, ist da nicht mehr machbar. Ich habe am Samstag, könnt ihr euch vielleicht sogar vorstellen, ja, leider nicht den Elevator gespielt. Am Samstag war ein bisschen viel los. Habe ich eh nicht ganz so viel gespielt auf allen Servern. Und demnach hatte ich jetzt noch mal ein paar mehr Etagen vor mir. Aber Etage 97 ist Ende. Ja, also das ist so. Ist jetzt auch nicht so, dass ich hier jetzt krass reinpilze und noch viel höher gehe im Level. Erstmal, dementsprechend ist das mein finaler Stand. Bin dann mit 13. Platz. Ja, ich denke mal, ein paar Leute haben noch nicht gespielt. Mit 16.000 Hell-Tokens. Aber ich denke mal, dass wir hier oben an der Spitze bleiben. Am letzten Tag, da wird, glaube ich, mal nichts passieren. Schauen wir mal auf S23, wie es dort aussieht. Übrigens eigentlich sehr nice gewesen. Auf S23 habe ich mega viele Epics bekommen über den Gambler. Also ich habe ja schon 2 eingesetzt, beziehungsweise 3. Und habe immer noch 4 oder 5 übrig. Also ich hatte bestimmt 8 Epics bekommen übers Wochenende. Alles über den Gambler, nicht über den Hütchenspieler. Wollen wir es da auch nochmal probieren können. Durch die Lucky Coins im Elevator ist es ja auch mal machbar gewesen hier. Haben wir leider nicht bekommen, aber auch nicht schlimm. Hier sind wir auch Erster mit Wildhort 3,2 Millionen. Der Vorsprung ist nicht sehr groß. Zweiter Platz 100.000 Punkte weniger. Awesome Girls hier, ja, habe ich eigentlich fast ohne Pilze gespielt. Also durch diesen Code, den wir bekommen haben, habe ich mal ein bisschen mehr bin ich ein bisschen mehr reingegangen. Jetzt habe ich natürlich auch wieder 40 Etagen resettet bekommen. Und heute gehe ich jetzt nochmal mit ein paar Pilzen rein, einfach um zu gucken. Also da, wo ich jetzt keine großartigen Probleme habe, soweit gehe ich. Der Char ist ja, sage ich mal, zwar vom Level her hoch, aber nicht von den Ausrüstungsgegenständen. Ne? Ja, hier komme ich noch weiter. Bis Etage 200. Oder ist das eine Bremse für mich hier, der Poseidon? Den hätte ich noch mitgenommen, wegen den Kristallen gerne. Komm. Okay, perfekt. Hier ist nochmal Gold dabei. Nee, okay. Nehmen wir das so. Bin ich bei 41.000 Punkten. 42. Platz. Also ich muss ja sagen, ich bin ja vom Level her eigentlich der zweitschlechteste hier. Also da bin ich mit Rang 42 auf jeden Fall im Elevator jetzt nicht schlecht dabei in der Gilde. Huch, jetzt habe ich mich verdrückt. Aber immerhin 3,235 Millionen, das ist sicherlich nicht der allergrößte Wert, aber es würde mich mal interessieren, wenn ihr halt auch an der Top-Gilde irgendwo auf dem Server seid, wie viele Punkte eure Gilde dann insgesamt hat zum Sonntag. Hier kriegen wir 16,3 Millionen Gold, das ist wahrscheinlich das Cap anhand eines gewissen Levels. 50.000 Kristalle, 50.000 Metalle, 33.000 Kristalle in legendären großen Steinen und natürlich nochmal das Bild. Hier muss ich mal schauen auf dem Server. Ist dann Mine 19. Ne, das lasse ich so. Also ich könnte euch empfehlen, wie gesagt, baut die Mine nochmal aus, wenn ihr wollt. Bei W54 bin ich auf 10. Das ist sowieso das Maximum. Also hier fehlt es mir auch noch ein bisschen an Ressourcen, um da weiterzugehen. Muss auch erstmal die anderen Gebäude jetzt nachziehen. Das haben wir ja nur wegen der Unterwelt gemacht.
Auf W50 gucken wir mal. Und da, glaube ich, ist es sehr, 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 sehr knapp. Also ich glaube, hier muss ich auch noch mal ein paar Pilze reingeben. Auf dem Server habe ich heute, glaube ich, auch noch gar nichts gemacht jetzt bisher. Ziehen wir das erstmal rein. Das können wir verkaufen, denke ich, oder? 525. Oh, ich habe jetzt hier keine Ausdauersteine drin. Also nicht bei der... Nicht beim normalen Char. Gut, bei den Begleitern können wir es einsetzen. Denn hier sind wir Rang 67 bei den Störartigen. Also Störartigen sind zwar 50 Member, aber es sind immer noch einige, gerade im oberen Bereich, inaktiv. Und der Abstand ist auch nicht riesig. Und wir kriegen nur bis 70 überhaupt einen großen Edelstein. Ja. Dementsprechend will ich jetzt auch noch mal gucken, dass ich ein paar Kämpfe mache. Hier bin ich auch resettet worden. Also hier kann ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen noch durchentern. Ich war auch an der Peak gewesen mit meinem Char hier. Aber, also ein paar Punkte holen wir hier noch rein auf jeden Fall. Ja, hier geht's los mit den ersten Kämpfen, dass man die nicht gewinnt. Auch wieder Poseidon am Start. Komm, hä? Stimmt, Poseidon. Kam der jetzt mehrfach dran hier? Ich habe doch nicht bei der Etage angefangen auf einem anderen Server, oder? Muss ich mir nochmal angucken. So, ein paar Versuche können wir hier auf jeden Fall noch. Kommen wir noch weiter? Komm, let's go, let's go, let's go. Mal sogar noch mal eine Keycard bekommen, auch wenn die jetzt schon wieder weg ist. Wuppdiwupp. Ja, 100, ich glaube, ich war sogar bis Etage 150 zuletzt. Ein paar Pilze gehen wir mal rein. Ein paar Versuche. Shiva. Nee, Schniva, so hieß sie. Die schniefende Schniva. Haben wir auch noch besiegt. Ja, muss man sagen. 56 Punkte. Jawohl. Schlapper. Schlappen wir auch noch ab, oder? Komm. Warte mal, ich muss jetzt mal gerade überlegen. Ah ja, ich bin in der Kriegsausrüstung, Gott sei Dank. Ich dachte schon, kann ich mich jetzt hier noch dolle upgraden? Die Waffe ist jetzt auch nicht so... Oh, hier, guck mal, das kann ich machen. Das können wir auf jeden Fall mal rüberziehen hier. Das ist ein super Upgrade. 22, 76 muss ich mir mal für eine Waffe hier nehmen lassen. 440. Das ist ein kleiner Stein nur, ne? Nehmen wir mal den rein. Jetzt brauche ich wahrscheinlich die Lebensenergie. Ja, ich bin hier natürlich mit den Runen auch nicht ganz so wild am Start, aber wir können das mal jetzt swappen mit diesem Epic. Bei 4% Erfahrungsbonus ist auch nicht schlecht. 3, 6, 9, 12. Ja, okay, gut, das ist eigentlich wurscht. Ich muss überlegen, dass ich auf dem Server sowieso umsteige, dass ich habe keinen Bock, ich vergesse das eh mal zu wechseln, dass ich eher alles in einem nehme, also auch XP und sowas, deshalb lasse ich das Epic mal drin. So, jetzt sind wir schon, also mit meinem Push sind wir schon 66 geworden. Hatte ich hier eine, ja komm, hier ballern wir auch mal drauf. Zack. So, die Waffen nehmen wir auch mal mit. Kommen wir dann noch ein bisschen weiter? Können wir noch 2, 3 Gegner machen? Schlabber? Ja, Schlabber hat gleich gefallen. Siehst du, hat sich gelohnt, ja. Der nächste geht auch noch. Die Elke haben wir auch noch drin. Den funkelnden Burschen. Auch drin. Nächste auch drin. Intelligenzgegner sollte ja eigentlich fallen. Das ist ja eigentlich Berserker. Aber viele Intelligenzgegner sind Blocker. Ich weiß nicht, ob der jetzt auch dazu gehört. Ich denke nicht, aber... Boah. Also wenn Berserker schon so Probleme hat gegen einen Magier, dann... Ah, wir haben ihn besiegt. Nice. Für die Störartigen. Für die Störartigen. Ja, manchmal muss man einfach nur durchändern. Ich würde noch 50 Versuche geben. Also wenn ich den jetzt schaffe, binnen 50 Versuchen gehe ich nochmal weiter.
Aber ich glaube, der ist Ende Gelände hier. Ja, nee, hier ist Ende Gelände. 66. Platz. Also ich hoffe, dass einige noch spielen. Dass wir wenigstens den Stein bekommen. Das würde mich sehr freuen, den großen. Ja, hier hätte ich vielleicht nochmal einen Ausbau forcieren können, aber hier läuft auch die Festung gerade. Das lohnt sich auch nicht auf dem Server, muss ich ganz ehrlich sagen. Das lohnt sich nicht. Das ist sehr teuer. Das machen wir nicht. Also ich bin in der Gilde Rang 4. Jetzt natürlich halt nochmal ein bisschen mehr gepusht als vorher. War ich nicht ganz Rang 4 gewesen. Aber ich kann mir hier nichts vorwerfen. Ich habe, obwohl ich vom Level her auf jeden Fall nicht vierthöchster bin, gut, ich bin 6, 7, 8 höchster, keine Ahnung. Ich habe mein Bestes gegeben, ja, für die Störartigen. In dem Segment. Und ja, dann gehen wir noch auf S41. So. Ach, ich hatte ein Problem mit Pilzaufladen. Das hat jetzt anscheinend geklappt. Sehr gut. Dementsprechend freuen wir uns. Das funktioniert. Hier sind wir Rang 2 nach wie vor. Muss sagen, Villa Kunterbund war teilweise sogar Zweiter. Also die sind ganz nah rangekommen an uns, was ich auch wieder eben ganz geil finde, wenn man so überlegt, dass auch mal eine Rang 3 Gilde, die vielleicht in den Kämpfen weniger Chancen hat, hier dann doch knapper rankommt. Ja, man muss ja nur mal überhaupt mal gucken. Rosenrot 4., Dämonenjäger 5., passt das so? Rosenrot ist 5., Dämonenjäger sogar 7. in der Ehrenhalle. Dennoch sind sie jetzt gerade 5. Ne? Und ja, Kuchenblechmafia, die 4. sind 7. Ne? Also, wir haben wieder das Beispiel. Der Helleweter muss nicht ganz dem der Gilden-Ehrenhalle entsprechen. Klar, Tendenzen sind da, aber es muss nicht sein. Ne? Es liegt auch ein bisschen an der Aktivität und das ist halt das Geile an dem Event. Quit Happens hat 3,1 Millionen Stand jetzt, also ja nicht so viel weniger als Wildhort. Top 1 Gilde auf S23 damals. Neue Server haben natürlich den Vorteil, dass da auch viele Pilzer vielleicht dabei sind. Ältere Server haben halt hohe Chars, dafür vielleicht weniger Pilzer. Also das gleicht sich auch ein bisschen aus. Und hier gehen wir auch nochmal durch. Und ich denke, hier ist unsere Bremse auch wieder da. Ich glaube, Etage 256 war es gewesen. Ich hole nochmal die Punkte rein. Deshalb schreibt auf jeden Fall mal, wie es bei euch ist in eurer Gilde, aber schreibt auch gerne dazu, wie viele Punkte ihr gemacht habt. Weil ich denke mal, den Helleweter haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Und wenn er sich nicht in seiner Mechanik grundlegend verändern würde, wäre es ja auch mal interessant, angenommen, der kommt in 3 Monaten wieder, mal als Beispiel, ob man dann über das Event hinweg vielleicht mehr Punkte gemacht hat, mehr Tokens generiert hat, ja. Wäre eigentlich sehr interessant. Ja, ein paar Gegner, also ich muss sagen, ich muss hier schon immer auch ein paar Versuche geben, damit ich an meine Peak rankomme. Also 251. An sich ist es egal, wo man in der Gilde steht, an welchem Platz. Na, ja, nee, das. Oh, warte mal, doch. Was? Da waren knappe Versuche dabei. So knapp waren die bisher noch nicht. Dachte mal, das ist mein übelster Blocker, aber ich will jetzt auch nicht hier so viele Pilze reinschreddern, um ehrlich zu sein, aber. Oh, also das zum Beispiel. Also wenn in 3 Monaten Helleweter kommen, dann hätte ich das Ziel, hier weiterzukommen, weil die Versuche waren ja schon gar nicht so schlecht. Ja? Und das ist es halt. Wir haben jetzt hier 76.000 Held-Tokens. Das ist natürlich mein Topwert, ist halt auch mein Main-Char, ganz klar. Sind damit in der Gilde aktuell 8. Platz. Ist ein bisschen knapp. Ich denke mal, der eine oder andere überholt mich vielleicht noch. Aber doch Top 10. Obwohl ich hier auch vom Level her auf jeden Fall dann nicht in der Top 10 bin. Also das ist dann für mich auch ein guter Anspruch. Klar, nicht jeder will Pilze hier investieren. Also, ne, das heißt jetzt nicht, dass die anderen schlechter sind. Der keine Pilze investiert, der kann halt nicht so viel schaffen wie jemand, der Pilze investiert. Aber ich bin dann doch recht zufrieden und freue mich. Ah, hier müssen wir mal auf die Rewards gucken. Ne, die 16 Millionen ist dann doch nicht gecapped. Stimmt, ich bin ja auch vom Level her niedriger gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Goldcap gibt. Bei mir sind es jetzt hier 26,4 Millionen bei dem Level. 55.000 Metalle, 36.000 Kristalle und ein legendärer Stein und Profilbild. Also wir werden in 3 von 4 Servern, wo ich in der Gilde mitspiele,
werden wir ein Profilbild bekommen. Wir haben einmal Rang 2 und wir haben einmal Rang 1, also zweimal. Wir haben leider nur nicht Rang 3. Ich brauche noch eine Rang 3 Gilde, wo ich reinjoinen kann, damit ich auch sehe, ob es da einen Unterschied gibt. Ja, vergesst auf jeden Fall nicht, eure Belohnungen abzuholen. Das sollte nochmal, ich weiß es gar nicht mehr, eine Woche, glaube ich, habt ihr auf jeden Fall Zeit, nachdem das Event endet. Falls ihr da nicht online seid, damit ihr die Rewards dann auch bekommt. Und ja, das ist wirklich nice. Also über den Elevator habe ich ja schon viel gesprochen. Top oder Flop heißt das Video bei mir. Elevator Top oder Flop. Könnt ihr euch auch nochmal meine Meinung angucken. Prinzipiell sehr positiv ausgefallen. Und vor allen Dingen aus meiner Sicht eines der Updates in der letzten Zeit oder auch overall, die mit am Free-to-Play freundlichsten sind. Na klar, Pay-to-Win-Spieler können trotzdem mehr erreichen, aber das Verhältnis von dem, was sie erreichen können, ja, zu dem Verhältnis, was Free-to-Play-Spieler erreichen können, ist es recht balanciert. Es ist nicht wie bei anderen Updates, wo man einfach sagt, die Pilze haben ja unbegrenzte Möglichkeiten. Die haben sie nämlich nicht, weil sie müssen sich auch in ihrem Chart deutlich steigern, damit sie noch viel höher kommen. Und die Rewards sind natürlich gut, die persönlichen Rewards, aber die sind auch gut für die Free-to-Play-Spieler. Ja? Und durch die ganzen Codes, die man bekommen hat, nochmal 25 Keycards, haben auch die Free-to-Play-Spieler sogar die Chance gehabt, nochmal ein bisschen den Pilzern hinterher zu spielen. Gerade bei denen, die einen höheren Char haben, fand ich das sehr, sehr geil. Das war's dann von mir erstmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt mir gerne einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Haut auf jeden Fall rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.